Guten Morgen und herzlich willkommen bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese zwei kleinen Figuren, die euch durch meine Anfängerbücher begleiten. Ja, ihr seht schon, ich bin gerade dabei, meine ganzen Aquarelle so ein bisschen durchzuschauen und mir zu überlegen, welche ich vielleicht davon rahmen könnte. Und da bin ich auf eins gestoßen, und zwar das hier. Das habe ich für mein neues Aquarellbuch, habe ich das gemacht, so als Skizze, als Übung, und war natürlich zu faul, das aufzuspannen, weil ich dachte, ach, das schmeiße ich sowieso weg. Und jetzt beim Durchschauen denke ich mir gerade, eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus und ich würde es jetzt vielleicht trotzdem gern rahmen. Ja, seht ihr schon, das habe ich dann schließlich fürs Buch genommen. Das ist nur so mein Entwurf, den habe ich noch ein bisschen so provisorisch zusammengeklebt, damit ich sehe, wie das Ganze wird. Und das habe ich jetzt auf einen Studienaquarellkarton gemacht, weil ich halt gedacht habe, das ist für euch schöner zu sehen, dass ich eben mit den gleichen Anfängermaterialien arbeite wie ihr. Und das andere, das ich euch gerade gezeigt habe, das hier, das habe ich halt auf einen Hadernkarton gemacht. Der ist natürlich ein bisschen besser, ist aber jetzt auch von der Qualität her, der hat 300 Gramm und der bleibt, wenn ich da mit viel Wasser arbeite, natürlich nicht plan, wenn ich den nicht vorher aufspanne. So, und bei der Gelegenheit möchte ich euch jetzt gleich die Sophia vorstellen, die werdet ihr dann im Buch auch kennenlernen. Die ist meiner Aquarelllehrerin nachempfunden und das war eine sehr strenge ältere Dame und die hat sich jetzt fürchterlich aufgeregt, weil die großen Wert darauf gelegt hat, dass wir immer völlig professionell arbeiten. Also auch bei Skizzen halt die Sachen aufspannen und solche Schlampereien, wie ich jetzt da gemacht habe, das wäre bei der nie, das hätte die nie durchgehen lassen. Aber sie hat uns trotzdem gezeigt, was man machen kann. Nur weil es passiert auch manchmal, dass ihr das ordentlich aufspannt und es reißt euch irgendwo, weil das Papier so unter Spannung steht. Und dann habt ihr eben auch so dieses Gewöllte. Und wenn ich das nämlich jetzt rahmen möchte, dann wird es passieren, dass selbst wenn ich das an allen 4 Seiten verklebe, dass das eben immer irgendwo so wellig ausschaut und das sieht dann einfach völlig unprofessionell aus. Ich zeige euch jetzt auch, was uns die Sophia damals gezeigt hat. Und zwar spannen wir das Ganze nochmal auf und dazu brauchen wir jetzt Folgendes. Wir brauchen so eine saubere Hartfaserplatte oder eine MDF-Platte, also irgendwas Saugendes. Und das muss aber super sauber sein, weil wir nämlich das Aquarell jetzt so auf unsere Platte legen. Wir machen das jetzt nur noch von hinten nass und kleben es nochmal auf. Und da muss es echt sauber sein, damit nichts passiert mit dem Bild. Was ihr zwingend braucht, das gerade bei diesen billigeren Papieren geht es einfach nicht anders. Ihr müsst so ein gummiertes Klebeband haben. Weil alles andere, wenn ich das jetzt feucht mache, wird euch nicht so halten, dass das tatsächlich beim Trocknen den Druck aushält. Das Klebeband, das gibt es überall im Künstlerbedarf. Müsst ihr einfach nachschauen, gummiertes Klebeband oder Aquarellklebeband, dann kommt es sofort in der Suchfunktion. Also da das findet ihr hundertprozentig. Und was wir dann noch brauchen, das ist einfach so eine Schüssel mit Wasser. Und dann machen wir das Gleiche, was wir eben auch beim Aufspannen machen, wenn das noch nicht bemalt ist. Wir schneiden uns das Klebeband so in passende Streifen für alle 4 Seiten. Und dann machen wir jetzt einfach das Papier von hinten nochmal nass. Und da müsst ihr halt jetzt aufpassen, dass ihr möglichst gleichmäßig das Wasser da drauf verwischt. Und dann müsst ihr so ein bisschen von der Seite hinschauen. Ich hebe das mal so hoch, dass ihr das seht. Da dürfen keine trockenen Stellen mehr sichtbar sein. Da ist jetzt zum Beispiel noch so eine trockene Stelle, da muss ich nochmal drüber gehen, weil das soll wirklich gleichmäßig, soll das jetzt nochmal ein bisschen durchgefeuchtet werden.
So, und dann lasse ich das jetzt ein kleines bisschen liegen, ne, dass das Wasser sich so ein bisschen einsaugen kann. Seht ihr schon, das wölbt sich jetzt noch umso mehr. Und dann klebe ich es eben jetzt von allen 4 Seiten auf meiner Hartfaserplatte oder auf der Holzplatte halt fest. Das kann da ein bisschen tricky werden. Da müsst ihr notfalls, falls das da jetzt nicht ganz glatt hingeht, müsst ihr notfalls von der Mitte nach außen drücken und eventuell da das noch einmal ein bisschen anlösen, dass sich das in die Richtung ausbreiten kann. Also bei großen Formaten ist das natürlich entsprechend schwieriger, bei den kleinen, da macht es jetzt natürlich nicht so viel aus. Und aufpassen, dass er da überall gut das andrückt, dass euch das jetzt nicht runterreißt und dann müsst ihr die ganze Arbeit nochmal machen. Ja, und dann müsst ihr jetzt, das ist ganz wichtig, da dürft ihr nicht ungeduldig sein, dann müsst ihr jetzt das richtig gut durchtrocknen lassen. Also ich würde mal sagen, so ungefähr 3 Stunden, bis das wirklich, wirklich trocken ist und dann kann man es runterschneiden und rahmen. Gut, dann schauen wir es uns jetzt mal an, wie es aussieht. Zunächst einmal schneiden wir das Aquarell vom Brett runter. Genau, und ihr seht, es ist wunderbar glatt geworden, ist auch nichts passiert. Und jetzt können wir das Ganze rahmen. Ihr könntet übrigens, bloß dass ich euch das zeige, das ist jetzt ein Passepartout von einem Rahmen aus dem schwedischen Möbelhaus, das vermutlich jeder kennt. Und die sind nicht stark genug, um das zu machen. Wenn ihr euch ein professionelles Passepartout besorgt, ne, das so 1,2 mm dick ist, dann könnt ihr den gleichen Prozess mit dem welchen Aquarell, könntet ihr tatsächlich direkt am Passepartout machen. Ne, also ihr macht das Papier von hinten nass und legt es auf und klebt es gleich mit diesem Nassklebeband am Passepartout fest und dann trocknet das bretthart gespannt in das Passepartout rein. Aber wie gesagt, bei dem würde ich es mir nicht trauen, weil das zu dünn ist und wenn das nicht stark genug ist, dann kann es euch passieren, dass sich das ganze Ding total verzieht. Also wirklich nur mit professionellen Passepartouts machen. Ja, und jetzt wollen wir natürlich das Ganze in das Passepartout einkleben. Also das ist jetzt nicht so ein wertvolles Aquarell, dass ich sage, ich muss da jetzt ein Passepartout in Museumsqualität haben. Wenn ihr natürlich ein Aquarell habt, wo ihr sagt, das ist mir besonders wertvoll, dann besorgt euch bitte eins in Museumsqualität, weil die Passepartouts dann säurefrei sind, weil bei den billigen Passepartouts kann es euch schon passieren, dass euch das auf das Aquarell durchschlägt. Und wenn ihr das dann wieder rausmacht irgendwann, dann sieht man halt vermutlich den Rand. Also das würde ich dann nicht machen. Okay, also das passt perfekt da rein. Muss ich jetzt bloß mal schauen, so ungefähr möchte ich das drin haben. Und was ich aber jetzt zuerst mache, bevor ich das festklebe, ist Folgendes. Ich nehme ein Stück Tesafilm und hefte es mal bloß hinten so her und dann drehe ich das Ganze nochmal um und schaue halt, ob der Ausschnitt so passt, ob alle Seiten richtig drin sind oder ob es schief ist, und wenn das in Ordnung ist, dann erst klebe ich das fest. So, und jetzt zum Festkleben. Da gibt es auch wieder verschiedene Sachen, mit denen ihr das machen könnt. Was auf jeden Fall gut ist, das ist dieses Nassklebeband, weil das eben auch säurefrei ist und extra dafür gemacht worden ist. Aber das habt ihr ja gerade gesehen, wenn man das mit dem macht, dann ist das fest drin und dann müsst ihr es letztendlich wieder rausschneiden, wenn ihr es wieder haben wollt. Was ihr auch machen könntet, das gibt solche Klebebänder, das ist auch Museumsqualität, das ist so ähnlich wie Kreppband. Und das kriegt man aber wieder weg, ne? Das könnt ihr da praktisch wieder hochziehen. Ist aber relativ teuer und vielleicht jetzt auch nicht für jeden unbedingt notwendig. Und die Alternative ist natürlich, dass ihr normales Malerkrepp nehmt.
Da ist halt bloß der Nachteil, dass erstens der Leim natürlich nicht säurefrei ist, das also auch passieren kann, wenn ihr das jetzt festklebt, dass das aufs Papier durchschlägt, und vor allem, die haben den großen Nachteil, dass die mit der Zeit austrocknen, und wenn ihr das dann nicht an allen 4 Seiten festgeklebt habt, sondern meinetwegen bloß oben reingehängt habt, dann kann es euch schon passieren, dass euch das ganze Ding mal runterfällt, und dann müsst ihr halt das Bild aufmachen und das Ganze nochmal neu machen. Und deswegen, das würde ich jetzt wirklich nur machen, wenn er sagt, ich mache das nur für eine Ausstellung und nach 4 Wochen will ich das Bild sowieso wieder aus dem Passepartout rausnehmen, weil ich das Passepartout anderweitig verwenden möchte. Nur dann würde ich euch das empfehlen. Wovon ich euch dringend abrate, das ist dieses Paketklebeband. Das hält natürlich hervorragend, schon klar, aber das ist halt auch nicht säurefrei. Und das würde ich auf gar keinen Fall machen bei einem Bild, das ich länger behalten will. Meins habe ich jetzt richtig schon drin, und ich werde aber jetzt dieses Museumsklebeband nehmen, das sich wieder ablösen lässt, und ich werde es auch nur oben anheften, weil ich eben das mit Sicherheit nicht für immer da drin lasse, und deswegen reicht es, wenn man das oben festklebt. Weil sobald jetzt dann das Glas drauf ist, seht ihr schon, ist das überall perfekt drin, und dann passt es so. Wenn ihr ein Aquarell dauerhaft rahmen möchtet, dann würde ich euch ganz stark empfehlen, das auf allen 4 Seiten festzukleben, weil, wie gesagt, das passieren kann, dass euch das vielleicht sonst runterrutscht. Im Rahmengeschäft werden die das höchstwahrscheinlich mit so einem Nassklebeband, mit einem säurefreien von allen 4 Seiten festmachen, weil das für Aquarelle halt einfach die bessere Möglichkeit ist. Bei Kunstdrucken zum Beispiel, bei Papierdrucken würde man aber das nur von oben anheften. Ja, das war's schon für heute. Ich hoffe, das war ein nützlicher Tipp für euch, und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis bald!